Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Das Thema Wegzugssteuer lässt uns nicht los. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Wegzugssteuer bei temporärem Wegzug aus Deutschland. Wenn man also Deutschland letztlich nicht für immer, sondern nur ein paar Jahre verlassen will. Und dazu wollen wir mit unserem Steuerexperten Sebastian Sauerborn sprechen. Sebastian, in 3 Sätzen, was ist nochmals die Wegzugssteuer? Ja, gerne. Also wer Deutschland verlässt und ins Ausland umzieht und an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland beteiligt ist, bezahlt Einkommensteuer im Halbeinkünfteverfahren auf einen vom Finanzamt veranschlagten sogenannten fiktiven Veräußerungserlös. Also ich habe eine GmbH, die macht 100.000 Euro Jahresgewinn. Dann wird die vom Finanzamt schnell mit 1,3 Millionen Euro bewertet. Ich müsste in diesem Fall also 350.000 Euro Wegzugsteuer bezahlen, damit ich Deutschland verlassen kann. Ja, immer wieder krass, wenn ich diese Zahl so in deinem Musterbeispiel höre oder auch nachlese. Aber mal angenommen, und jetzt kommen wir eigentlich zum heutigen Thema. Ich plane, Deutschland nur temporär zu verlassen. Also nicht für immer. Ich will zum Beispiel, sagen wir, für 3 Jahre in die USA umziehen, weil ich dort die Niederlassung oder eine Niederlassung meines Unternehmens aufbauen will. Was passiert jetzt in dem Fall? Also wer nicht länger als 7 Jahre ins Ausland geht, und diese Frist kann bis zu 12 Jahre verlängert werden, muss die Steuer theoretisch nicht bezahlen. Das klingt jetzt mir schon fast wieder so großzügig oder positiv, dass ich fast misstrauisch werde. Also ich nehme an, ganz so einfach, wie du es jetzt gesagt hast, ist es letztlich doch nicht, oder? Ja, du hast völlig recht. Es ist wirklich grausam. Die Steuer muss nämlich auch beim temporären Wegzug bezahlt werden. Allerdings bekomme ich sie zurück, wenn ich in der genannten Frist zurückkehre. Alternativ kann ich eine Sicherheitsleistung in Höhe der Steuer leisten. Also wären zum Beispiel die oben genannten 350.000 Euro fällig, kann ich mein Haus ans Finanzamt überschreiben, temporär. Also eine Grundschuld eintragen, bis ich wiederkomme. Wer keine Immobilie und kein anderes Vermögen hat, kann gegebenenfalls auch die Gesellschaftsanteile selbst als Sicherheitsleistung hinterlegen. Das ist jetzt doch krass. Das klingt übel, weil gerade wenn jetzt mein Unternehmen sehr, sehr wertvoll ist, also viele Millionen wert ist, oder vielleicht auch mein Grundstück, mein Haus, dann ist das eigentlich schon wieder ein No-Go für mich. Also es ist unmöglich eigentlich, mein ganzes Unternehmen oder mein Haus jetzt, meine Immobilien sozusagen als Sicherheitshinterlegung abzugeben. Also was ist dann, wenn ich das nicht will, nicht kann? Es gibt natürlich Härtefälle und das Finanzamt schaut sich Sachen natürlich auch immer an jetzt von den, sage ich jetzt mal, vom größeren wirtschaftlichen Einfluss, den das Ganze hat. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel natürlich ein Unternehmen habe, wo jetzt etliche Mitarbeiter beschäftigt sind, dann will man natürlich dort jetzt keine Unruhe reinbringen oder hier irgendwas riskieren, diese Jobs riskieren oder sonst irgendwas. Ja, es gibt also tatsächlich hier einen Passus im Gesetz, der sagt, dass nach Härtefällen kann mit den Behörden verhandeln. Es geht dann bis zum Ministerium, wenn es so größere Unternehmen geht. Und dann kann die Steuer ausgesetzt werden. Ja, also da gibt es auf jeden Fall Spielraum seitens des Finanzamts. Aber man kann jetzt nicht erwarten, dass man jetzt so mit so einer Einmann-GmbH hier eine Härtefallregelung in Anspruch nehmen kann. Das ist tatsächlich dafür, wenn eben hier bei größeren Unternehmen jetzt etliche Jobs oder so auf dem Spiel stehen oder auf dem Spiel steht, dass das Ganze destabilisiert wird. Ja, dafür ist dann diese Härtefallregel gut. Ja, jetzt ist ja so, wir hatten ja schon vor einiger Zeit mal ein Video oder einen Podcast aufgenommen, die 7 Lösungen zur Vermeidung der Wegzugsteuer. Da ging es ja um eigentlich den Wegzug für immer. Ist es so, dass man eigentlich alle diese 7 Lösungen, die wir da besprochen haben, auch für den temporären Wegzug anwenden kann? Kann man natürlich machen. Es ist natürlich immer so, dass, sage ich jetzt mal, man will natürlich jetzt im temporären Rückzug jetzt keine solchen maßgeblichen Änderungen, grundlegende Änderungen an der Unternehmensstruktur vornehmen. Ja, das macht ja oftmals einfach keinen Sinn. Also in dem Beispiel vorhin 3 Jahre in die USA zu gehen, um dort die Tochtergesellschaft aufzubauen und jetzt da komplettes Unternehmen irgendwo einzubringen, in eine Stiftung oder sowas. Ich meine, das ist alles ziemlich komplex, kompliziert, teuer, zeitaufwendig und widerspricht vielleicht auch dem, was ich danach machen will. Vielleicht will ich das Unternehmen in 10 Jahren verkaufen, dann habe ich das in irgendeiner Struktur drin. Also eigentlich will man das nicht, aber
ich meine, gut, die Einbringung in die GmbH und Co. KG, das können sich jetzt viele gerade noch so überlegen, dass man das ja machen kann. Damit fällt die Wegzugsteuer ja auch weg und insofern ist es eine ganz beliebte Lösung. Gibt es jetzt eigentlich, also wir reden ja über den temporären Wegzug, gibt es in dem Zusammenhang, außer jetzt dieser konkreten Wegzugssteuer, noch andere Dinge, die man beachten muss? Ja, also wenn die Wegzugsteuer, wenn man die nicht zahlen muss, ja, weil man nur temporär wegzieht, dann darf man halt während diesem temporären Wegzug das Unternehmen nicht verkaufen. Sonst wird die Steuer fällig, was ja aber in der Regel völlig in Ordnung ist, denn wenn ich ein Unternehmen in Deutschland verkaufe, wird es sowieso dann steuerfällig, ob es jetzt die Wegzugsteuer ist oder irgendwas anderes, spielt eigentlich keine Rolle. Und Dividendenausschüttungen sind nur in begrenztem Umfang möglich. Es ist also nicht zulässig, letztlich hier allzu hohe Dividenden jetzt da ins Ausland auszuschütten. Jetzt habe ich ja gelesen und gehört, dass es da den sogenannten Trick 17 gibt, wobei ich gleich dazu sagen will, wenn wir über Tricks sprechen, reden wir immer nur über legale Tricks. Kannst du zu dem sogenannten Trick 17 noch was erzählen, unseren Zuschauern und Zuhörern? Ja, genau, klar. Es ist natürlich absolut legal. Ja. Trick ist vielleicht auch das falsche Wort. Ja. Aber es geht um Folgendes. Mal angenommen, ich plane jetzt Anfang 2023 ins Ausland umzuziehen. Dann ist ja in Deutschland meine Steuererklärung, indem ich dann diese Wegzugsteuer erklären muss, im Februar 2025 fällig. Wenn ich jetzt auch noch ein paar Zinsen, Zuschläge und so in Kauf nehme, dann kann ich es noch ein paar Monate länger rausschlagen. Also das heißt, wenn ich jetzt 2023 umziehe, dann kann ich es möglicherweise so weit letztlich hinausziehen, dass ich letztlich 2,5 Jahre später, also Mitte 2025, dann in Deutschland die Steuererklärung einreichen muss. Ja? Also demnach könnte ich dann Mitte 2025 wieder nach Deutschland zurückziehen, die Steuererklärung einreichen, dort dann deklarieren, dass ich abwesend war, aber dass ich jetzt wieder zurück bin. Damit fällt dann die Wegzugsteuer weg, sie wird nicht fällig. Und 6 Monate später gehe ich wieder ins Ausland. Und das Ganze geht von vorne los. Ja. Und wie viel Zeit ich dann tatsächlich in Deutschland verbringe in dem halben Jahr, das ist ja eigentlich dann egal. Aber so könnte ich dann erreichen, dass ich die Sache mit der Wegzugsteuer hinauszögern kann, beziehungsweise im Grunde sie nicht bezahlen muss. Das ist natürlich etwas umständlich, ja. Aber je nachdem, was man plant, wie gesagt, Unternehmensverkauf, Beteiligung oder irgendwie sowas, ist es natürlich oftmals besser, ja, auch so ein bisschen einen komplizierten Weg zu gehen, ja, als diese Sicherheitsleistung und irgendwelche anderen Sperenzchen hier noch zu machen. Der Teufel steckt natürlich immer im Detail, das ist mir klar. Also das ist jetzt einfach nur so der Anriss einer Lösung. Das muss man dann detailliert planen. Für den manchen wird es gehen, für den anderen nicht, ja. Aber es ist einfach ein interessanter Lösungsansatz in Kombination mit den ganzen anderen Lösungsansätzen, die wir ja auch schon besprochen haben. Kann ich nur sagen, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das war wirklich wieder sehr informativ, Sebastian. Und wie gesagt, an dieser Stelle empfehlen wir unseren Zuschauern und Zuhörern, euch allen nochmal unser Video zum Thema die 7 Wege, wie man die Wegzugsteuer legal vermeiden kann, anzuschauen, weil die gelten dann auch bei dauerhaftem Wegzug. Vielen Dank fürs Gespräch, Sebastian. Habe mich gefreut.